Praktikumsversuch werden wir die Formzahl, die die Spannungsüberhöhung an Kerben charakterisiert, experimentell ermitteln. Wenn man ein ungekerbtes, fehlerfreies Bauteil mit einer konstanten Querschnittsfläche momentenfrei durch eine äußere Kraft auf Zug beansprucht, so entsteht ein einachsiger, homogener Spannungszustand im Inneren der Probe. Senkrecht zur Querschnittsfläche, also in Belastungsrichtung, wirkt dann die Nennspannung. Dies kann ermittelt werden, wenn die aufgebrachte Kraft durch die Querschnittsfläche geteilt wird. Denn Sigma ist gleich F durch A. Im Fall des ungekerbten Bauteils stimmen die tatsächlich auftretenden lokalen Spannungen und die Nennspannung überein. Wenn nun ein gekerbtes Bauteil durch Zugkraft belastet wird, bildet sich im Kerbbereich ein mehrachsiger Spannungszustand aus. Im Kerbgrund, also an der Oberfläche der Probe, an dem der Probenquerschnitt minimal ist, erreicht die lokale Spannung, die in Belastungsrichtung wirkt, ihren Höchstwert, nämlich Sigma Max. Die Nennspannung ist in diesem Fall nur eine rechnerische Größe. Sie ergibt sich aus dem bekannten Formelzusammenhang unter Berücksichtigung des Kerbgrundquerschnitts als relevante Fläche. Die Nennspannung und die tatsächlich lokal vorliegende Spannungen stimmen nicht überein. Der Quotient aus der Maximalspannung Sigma Max, die im Kerbgrund auftritt, und der Nennspannung Sigma wird Formzahl Alpha genannt. Diese Größe ist werkstoffunabhängig und wird nur von der Kerbgeometrie bestimmt. Sie nimmt mit zunehmender Kerbtiefe und abnehmendem Kerbradius zu. Bei der Ermittlung oder der Anwendung der Formzahl ist es ganz wichtig zu beachten, dass sie nur für rein elastische, also vollständig reversible Belastungen gültig ist. Treten im Kerbgrund plastische Verformungen auf, ändert sich das Verhältnis aus lokaler Maximalspannung im Kerbgrund und Nennspannung. Es gibt verschiedene Arten, wie die Spannungserhöhung im Kerbgrund und somit die Formzahl ermittelt werden kann. So können einerseits die Formzahlen für verschiedene Kerbgeometrien der Literatur entnommen werden. Andererseits können mit Finite-Elemente-Methoden lokale Spannungen simuliert und die Formzahl abgeleitet werden. Des Weiteren kann die Formzahl experimentell ermittelt werden. Dies werden wir nun im Folgenden tun. Dies ist die gekerbte Stahlprobe aus ST37, die für das Experiment verwendet wird. Die Kerben befinden sich auf beiden Seiten der flachen Probe. Die Kerben haben einen Radius von 14 mm und eine Tiefe von 22,5 mm. Die in der Probe auftretende Spannung kann nicht direkt gemessen werden. Über das Hooke'sche Gesetz Sigma ist gleich E Epsilon ist der Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung für den elastischen Bereich bekannt, wenn man den Elastizitätsmodul des Werkstoffs kennt. Anstelle der Spannung können wir daher die Dehnung, also die Längenänderung der Probe messen. Um die Spannungsverteilungen in der Probe zu bestimmen, verwenden wir Dehnungsmessstreifen, auch kurz DMS genannt. Diese werden auf der Probe appliziert. Wenn die Probe mit einer Zugkraft belastet und gedehnt wird, erfahren die dünnen DMS die gleiche Längenänderung. Hierdurch ändert sich der Widerstand der DMS, der mit Hilfe eines Messverstärkers erfasst wird. Die DMS sind an verschiedenen Positionen der Probe befestigt und an einem analogen Messverstärker angeschlossen, um die lokale Längenänderung messen zu können. Auf der Vorderseite der Probe befinden sich die DMS für die Längsdehnungsmessung. Sie sind parallel zur Belastungsrichtung ausgerichtet. Auf der Rückseite der Probe sind die DMS für die Querdehnungsmessung senkrecht zur Belastungsrichtung appliziert. Für die Längsdehnungsmessung werden 4 DMS verwendet. Sie sind in einem Abstand von 1 mm, 3 mm, 11 mm und 17 mm zum Kerbgrund appliziert. Für die Messung der Dehnung in Querrichtung sind auf der Rückseite 3 DMS in einem Abstand von 1 mm, 7 mm und 17 mm zum Kerbgrund angebracht. Die lokalen Dehnungen der Probe werden auf Basis der Widerstandsänderungen der DMS bestimmt. Die Messergebnisse sind direkt an den beiden Messverstärkern ablesbar. Der Messverstärker wurde zuvor so eingestellt, dass die lokalen Dehnungen in der Einheit Mikrometer pro Meter angezeigt werden. Der obere Messverstärker erfasst die Dehnung der DMS der Vorderseite, die die Längsdehnung ermitteln. An dem unteren Messverstärker sind die DMS der Rückseite angeschlossen, die die Querdehnung erfassen. Für das Experiment wird nun diese servohydraulische Prüfmaschine eingesetzt.
Der Kolben der Prüfmaschine kann Kräfte von bis zu 100 Kilonewton aufbringen. Bei dieser Prüfmaschine ist der bewegte Kolben auf der Unterseite eingebracht. Oberhalb der Probe ist die Prüfmaschine starr und unbeweglich. Hier findet sich die Kraftmessdose, die die aktuelle Probenbelastung, also die Kraft, die auf die Probe wirkt, erfasst. Die Probe wird mit einer geeigneten Vorrichtung momentenfrei eingespannt, damit die Zugkraft von der Prüfmaschine auf die Proben übertragen werden kann. Um eine plastische Verformung der Probe zu vermeiden, beträgt die maximale Belastung in diesem Zugversuch 19 Kilonewton. Hier ist nun das Programm, das die Prüfmaschine steuert, zu sehen. Die Zielbelastung wird in einer Rampe angefahren. Für gewöhnlich fängt mit der Zeit das Dehnungsmesssystem an zu driften. Das heißt, der Messverstärker zeigt Dehnungswerte an, die tatsächlich nicht vorhanden sind. Des Weiteren können bei den DMS Setzeffekte auftreten, die das Messergebnis ebenfalls verfälschen können. Vor Beginn des Versuchs wird daher einmal die Maximallast von 19 Kilonewton angefahren. Anschließend wird die Kraft wieder auf 0 abgesenkt. In diesem Fall ist die Probe unbelastet und keine Dehnungen sind vorhanden. Die noch vorhandenen Dehnungsanzeigen sind durch den Drift des Messsystems und das Setzen der DMS zu erklären. An den Messverstärker können diese Werte genullt, also korrigiert werden. Nacheinander werden die Kanäle des Messverstärkers durchgeschaltet und die Dehnungsanzeigen manuell auf den Wert 0 korrigiert. Jetzt können wir mit dem Versuch beginnen. Die Probe wird nacheinander mit 3 unterschiedlich großen Kräften von 10 Kilonewton, 15 Kilonewton und 18 Kilonewton belastet. Hier im Video ist nun zu sehen, wie die Last von 18 Kilonewton angefahren wird. Anschließend wird diese Last konstant von der Prüfmaschine gehalten. Ist die Maximalkraft angefahren, können die Dehnungswerte, die in Längs- und Querrichtung vorliegen, an den beiden Messverstärkern abgelesen werden. Hierzu werden am oberen Messverstärker die Kanäle durchgeschaltet und die einzelnen DMS ausgewählt. Die ermittelten Dehnungswerte in Längsrichtung werden tabellarisch notiert. Anschließend werden am unteren Messverstärker die Kanäle der DMS in Querrichtung durchgeschaltet und analog auch die Querdehnungswerte notiert. Jede gemessene Dehnung ist nun in einer Tabelle eingetragen. Es wurden 3 Belastungen angefahren: 10 Kilonewton, 15 Kilonewton und 18 Kilonewton. Für jede der Belastungen wird eine eigene Tabelle erstellt. Beispielsweise wird in der ersten Tabelle für eine Belastung von 10 Kilonewton die Längsdehnung in einem Abstand von 1 mm vom Kerbgrund am Kanal V1 des Messverstärkers abgelesen. Die Dehnung beträgt hier 419 Mikrometer pro Meter oder 419 mal 10 hoch minus 6. Die Querdehnung im Abstand von 17 mm vom Kerbgrund
wird am Kanal R9 abgelesen und beträgt 18 Mikrometer pro Meter oder 18 mal 10 hoch minus 6. Jetzt beginnt die Auswertung. Aus den ermittelten lokalen Dehnungen soll nun durch Extrapolation der rechnerisch zu ermittelten Spannungsverteilungen die Formzahl berechnet werden.